Gestern war noch Kaiserwetter, als ich das Salzkammergut und die Seen erkundet habe, wie im letzten Video zu sehen. Und heute bin ich nach Salzburg reingefahren, erstmal im Regen gestartet, aber der Regen hat dann nachmittags Gott sei Dank aufgehört. Und ich habe die Salzburger Feste erkundet, habe von dort oben diese wunderbare Aussicht auf die Stadt, auf den Fluss und auf die Umgebung gehabt. War überrascht, dass Salzburg gar nicht so groß ist. Das sieht man von da oben eigentlich auch sehr gut. Und bin dann nochmal ins Städtchen hineingewandert, habe mir natürlich auch ein paar Leckereien schmecken lassen, habe noch ein bisschen Sightseeing gemacht und habe dann zum Abschluss natürlich auch den Mozart besucht. Ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen. Ja, jetzt geht die Fahrt weiter Richtung Süden. Erstmal geht's am Attersee entlang und die heutige Route geht in Richtung Obertauern, sozusagen über den ersten Alpenhauptkamm hinweg, um dann über die Nockalmstraße nach Kärnten reinzufahren mit dem Ziel Bad Kleinkirchheim. Das heutige Highlight in diesem Video wird auf jeden Fall die Nockalmstraße sein. Die bin ich vor einigen Jahren schon mal gefahren, aber da war das Wetter nicht so gut. Oben war man viel im Nebel und von daher konnte man die Straße gar nicht so gut genießen. Und ich hoffe, dass es heute viel besser ist. Wie man sieht, arbeite ich mich langsam nach oben. Über Annaberg im Lammertal geht es dann auf die Tauernstraße bis nach Obertauern. Das Wetter ist weiterhin gut, allerdings merkt man, mit jedem Kilometer wird es deutlich frischer. Angekommen in Obertauern. Also Obertauern, da ist wirklich auch zu dieser Jahreszeit nicht viel los, wie ihr seht. Ich kann so schön sagen, tote Hose. Andere Wintersportorte wie Bad Kleinkirchheim, wo ich heute übernachten werde, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Wanderer, Mountainbiker auch anziehen, andere Attraktionen haben wie eine Therme oder ähnliches. Aber Obertauern scheint wirklich rein auf den Wintersport ausgerichtet zu sein. So, endlich weg von den großen Überlandstraßen. Ich kann euch nur empfehlen, der Einstieg zur Nockalmstraße ist ja in Innerkrems. Da kann man wunderbar, wenn man über Obertauern gekommen ist, die Bundschuh-Landesstraße langfahren. Die alleine ist wirklich auch schon mal eine Pracht. Ist jetzt nicht so kurvenreich, aber ist einfach landschaftlich ein Traum. Erst geht es stark durch den Wald und später dann durchs Tal, durch freie Ebenen, bis man dann in Innerkrems rauskommt.
Jetzt sind wir am Highlight in diesem Video angekommen. Ich nehme euch mit auf eine der schönsten Panoramastraßen Österreichs, die Nockhalmstraße. Also ich bin von Innerkrems Richtung Bad Kleinkirchheim gefahren. Das Motto der Strecke ist einfach Kurven, Kühe, Kuppen und mit Glück sieht man sogar ein Murmeltier. Was kostet der Spaß? Fürs Auto zahlst du aktuell 21,50 und fürs Motorrad 16 Euro. Das ist eine Tageskarte für den Eintritt ins Naturkino. Also keine reine Mautstraße, sondern der Eintritt für den UNESCO-Biosphärenpark Nockberge, eben dann zum Fahren, Wandern und Erleben. Mit der Kärnten-Card kann man sogar täglich einmal gratis durchfahren. Ja, und insgesamt lohnt sich das, denn die Aussicht ist besser als jede Netflix-Serie. Die Straße schlängelt sich durch den Park und ist ein Naturparadies mit echt sanften, grasbewachsenen Bergen, die aussehen wie große grüne Huppel, eben die Nocken. Die Nockhalmstraße ist 34 Kilometer lang, ist super ausgebaut und hat viele Kurven. Und genauer gesagt sind 52 Kehren oder wie die Einheimischen sagen, Reiten. Denn jede Kehre hat sogar ihren eigenen Namen, meist nach den Pflanzen aus der Region. Das musste ich dort auch erst lernen. Also wenn du die Speikreiten fährst, ist das eine Heilpflanze, die hier wächst. Nach einem leckeren Cappuccino und einem Marillenkuchen geht's weiter. Was macht die Nockhalmstraße noch besonders? Man fährt durch den größten Zirpenwald der Ostalpen und das riecht man auch beim Fahren. Es sieht auch teilweise aus wie aus einem Fantasy-Film. Wenn man nicht nur das eigentliche Fahrerlebnis im Sinn hat, gibt es entlang der Strecke kostenlose Ausstellungen über versteinerte Welten oder die Tierwelt. Und eben wie gesagt, kommt der Hunger, keine Sorge, Almhütten, Berggasthöfe warten mit Kuchen oder Kaspressknödel und viel Aussicht auf euch. Jetzt kommen wir zum Pass. Genauer die Eisentalhöhe mit 2042 Meter, also ganz ordentlich. Ja, und oben am Pass ist natürlich der Moped-Treff. Der Name Eisental kommt übrigens nicht von ungefähr. Hier wurde früher richtig geschürft. Also nicht nach Likes auf Insta oder Fatzebuch, sondern nach Eisen und Granat. Und die Nockberge waren früher ein Schatzkästchen der Alpen. Heute gibt es keine Minen mehr, aber die rubinroten Granate findet man noch. Und man kann sie auch als Deko oder Souvenir in einigen Shops kaufen. Die Aussicht, die Straße, einfach wow, wow, wow. Es macht so viel Spaß hier lang zu fahren, ich glaube, man sieht es auch.
Jetzt geht's ins Hotel nach Bad Kleinkirchheim. Ja, und wer da Wellness braucht, ist hier auch in der Therme genau richtig. Und das Thermalwasser in Bad Kleinkirchheim ist quasi ein geologisches Geschenk der Nockberge aus der Tiefe. Denn wer hier badet, badet in Millionen Jahren Erdgeschichte. Ich finde das ziemlich cool. Also, wenn ihr in Kärnten seid und Lust habt, eure Nockenwelle durch die Nocken drehen zu lassen, die Nockalmstraße ist ein klasse Ziel. Und noch ein Hinweis für Motorräder: zwischen 18 und 8 Uhr morgens dürfen Motorräder nicht fahren. Also tagsüber cruisen und abends chillen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst ein Like da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Erlebnisse auf der Nockalmstraße waren, falls ihr die schon gefahren seid.